Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride-Review-Video-Magazin. Wir sind hier in Pennsylvania in den USA und heute seht ihr den Parkcheck zu Kennywood. Heute haben wir für euch den Parkcheck zu Kennywood. Dafür geht es in die USA nach Pennsylvania in die Nähe von Pittsburg nach West Mifflin. Eröffnet wurde der Park bereits 1899 und natürlich ist die Geschichte des Parks nach 119 Jahren sehr lang. Mehr dazu erfahrt ihr bei uns auf dem Kanal, auch im Interview mit Nick Paradise. Kennywood ist inzwischen ein National Historic Landmark und begann als sogenannter Trolley Park. Diese baute man früher an die Enden von Bahnstrecken, um mehr Leute dazu zu bewegen, mit diesen Linien zu fahren. In unserem Fall hier war es Mellon Familys Monongahela Street Railway. Kennywood liegt direkt an einem Hang und die Umgebung ist geprägt von der Stahlindustrie. Es gibt Leute, die mögen das nicht und finden es hässlich, aber wir lieben es. Der Park selbst ist vom Parkplatz sowie dem Eingang durch eine Straße getrennt und mit einem Tunnel verbunden. Aber bevor es jetzt hier zu viel Allgemeines zu Kennywood gibt, was auch im Interview gesagt wurde, kommen wir zu den Attraktionen. Wie üblich ist auch hier schon alles im Preis mit drin. Außer, auch wie üblich, der Sky Coaster von Skyphone One aus dem Jahr 1994. Und auch 55 Meter weiter unten die Paddle Boats von 1981 sind upcharged. Ohne extra Fee werfen wir einen Blick ins Kiddyland. 2001 kam von Zamperla ein fliegender Bus in den Park, der perfekt die Geschichte aufgreift und Crazy Trolley heißt. Gegenüber davon steht bereits seit 1970 Dizzy Dynamo. Der Ride von San Antonio Rollerworks ist irgendwie eine Mischung aus einem tanzenden Pavillon und einer Whip. Natürlich dürfen hier auch fliegende Dumbos nicht fehlen und so lieferte 1987 Zamperla die Elephant Parade an Kennywood. Einer der Anfangsrides von 1924 steht auch heute noch im Park. Candy's Carousel ist ein Merry-Go-Round von W.F. Mangles. Vor Dumbo konnte Zamperla schon 1982 mit einem fliegenden Karussell überzeugen und so geht es mit Orbiter in Helikoptern auf und ab. Ebenfalls von Zamperla ist seit 2002 der Mini-Drop Tower Pounce Bounce, der bei unserem Besuch leider nicht lief. Wenn man schon so großzügig bei Zamperla einkauft, darf auch ein Rocking-Tag nicht fehlen. Hier kam das sich drehende Boot, die SS Kenny, 2007 nach Pennsylvania. Kein Freizeitpark ohne Red Baron, so also auch hier. Geliefert hat 1979 die Firma Chance. Ein typisch amerikanisches Regenschirmkarussell gibt es seit 1974 von San Antonio Rollerworks. Bei Steel City Choppers nehmen die Kleinen auf Motorrädern Platz. Seit 1924 gibt es im Kinderbereich auch ein Kinderriesenrad. Nennt sich hier Wacky Wheel und wurde von W.F. Mangles gebaut. Nach 1924 durfte Mangles 1985 nochmal einen klassischen Ride in klein bauen. Der Whippersnapper ist eine Mini-Whip. Von Zamperla gab es dann 1984 auch noch die Mini-Ausführung eines Kettenfliegers mit Whirlwind. Auch die Firma R.E. Chambers hat 1950 etwas in klein gebaut. So Rides wie Turtle Chase sind bei uns eher nicht verbreitet. Und wer denkt, dass das hier schon groß aussieht, sollte sich Turtle von 1927 angucken. Vom Typ her ist das Ganze ein Tumblebug und wurde in dem Fall von der Trevor Engineering Company gebaut. Wenn wir schon bei den großen Versionen der Kiddie Rides sind, muss die Whip genannt werden. Auch von W.F. Mangles gebaut, ist die Whip die älteste noch laufende Attraktion in Kennywood und eröffnete 1919. Zwischenzeitlich schon im Park selbst umgezogen und auch nur noch ohne Überdachung, nachdem diese 2002 einstürzte und einen Gast erschlug. Auch eine große Version des Wellenfliegers gibt es hier mit dem Wave Swinger. Geliefert 1984, wie soll es auch anders sein, von Cira. Im klassischen Design, so wie man es kennt. Den meisten von euch sicher auch bekannt, ist von Huss ein Enterprise. Die US-Anlage steht hier bereits seit 1978 und hört auf den Namen Volcano. Aus einem künstlichen Vulkan erhebt sich die Enterprise sogar und dreht ihre Runden. Gegenüber davon kam 1982 ein weiterer Huss-Klassiker nach Pittsburg. Die 18 Meter Standard-Schiffsschaukel Pirate. Selbst die Deko kommt einem sehr bekannt vor. 5 Jahre später wollte man dann den deutschen Gästen wohl noch vertrautere Erlebnisse bieten und kaufte einen Mugrides Musikexpress. Die Berg- und Talbahn heißt auch wie im Deutschen Musikexpress. Auch der Schriftzug „Mit Musik geht alles besser“ ziert die Bahn.
Sollte einer der Ride-Ops hier mit der amerikanischen Safety-First-Einstellung mal die Abfertigung und Sicherung auf einer deutschen Kirmes bei dem gleichen Geschäft sehen, fällt er sicher in Ohnmacht. Aus Deutschland sicher auch bekannt ist die Bayern-Kurve. Leider war der Schwarzkopf-Klassiker jedes Mal down, wenn wir in der Nähe waren, um ihn zu fahren. Dies ist übrigens die dritte Bayern-Kurve, die der Park seit 1968 installiert hat und eröffnete 2009. Das dritte Karussell, welches Kennywood gekauft hat, steht schon seit 1927 im Park, ist auch ein Historic Landmark und heißt einfach nur Merry-Go-Round. Auch sehr besonders ist Kangaroo. Dieses 1962 von John Norman Bartlett gebaute Karussell ist sehr besonders und hat die Bezeichnung Flying Coaster. Es ist zwar kein Coaster, aber das Bouncen kann man auch als Fliegen gelten lassen. Das Gefühl vom Fliegen gibt es mit sehr viel Airtime auch beim 2006er Swingshot. Die S&S Asthma-Schaukel nennt sich korrekt Air-Launched Scream and Swing und die luftbetriebene 27 Meter hohe Schaukel schreit auch ordentlich. 32 Passagiere gleichzeitig erfahren hier ein 80 km/h schnelles Abenteuer. Wem das zu viel ist, empfehlen wir den von Frank Rubitz 1959 gebauten Paratrooper. Ein weiterer All-Time-Classic ist der Autoscooter. Grand Prix steht seit 1973 im Park und kommt zum Namen passend von der französischen Firma Reverchon. Wem die Bumpercars zu wüst sind, der kann auch das mehr oder weniger schienengeführte Autorace fahren. Der historische Autotrain kommt von Traver Engineering und steht hier seit 1930. Hinter dieser Bahn entsteht aktuell das Thomasland mit vielen weiteren Rides für Kinder. Aber mit Steel Curtain entsteht auch für 2019 eine heftige Thrill-Achterbahn. Bleiben wir aber bei dem, was aktuell auch wirklich im Park steht. 2012 lieferte Zamperla einen Giant Discovery, der 146 Fuß in die Höhe schwingt. Black Widow hat einen echt netten Eingang und der Ride selbst sieht auch total gut aus. Im Kreis angeordnete Fahrgäste rotieren lassen kann man bei Zamperla ja ganz gut. So auch beim Mega-Disco von 2007. Cosmic Chaos ist quasi eine fliegende Untertasse, die hin und her schwingt, so wie im Theming auch noch einmal dargestellt. Auch 2000 hat Zamperla einen Thrill-Ride nach Pennsylvania gestellt, und zwar Aero 360. Die Typenbezeichnung Hawk 48 bringt einen erstmal nicht viel. An sich ist das Ganze ein Suspended Ranger, also die neue, moderne Version des Hus-Urgesteins. Wer auf Nervenkitzel steht, sich aber nicht so viel drehen will, ist seit 2008 in Ghostwood Estate gut aufgehoben. Der sehr schöne interaktive Trackless Dark Ride wurde von ETF Ride Systems gebaut und sieht durch Halloween Productions so gut aus, wie er es halt tut. Auch wenn es ohne Shooten schöner wäre, funktioniert das hier soweit ganz gut. Leider war kurz vor Schluss ein kleiner Breakdown, der alle Punkte gelöscht hat, und die einzige Szene, wofür das Trackless-System Sinn macht, ist dadurch für uns ausgefallen. Halloween Productions hat auch die Gestaltung von Garfields Nightmare übernommen. Das Ganze war 2004. Der 3D-Schwarzlicht-Dark Ride, der uns mit schönen Szenen und Comicstrips Garfields Albträume näher bringt, ist quasi aber noch viel älter. Die Old Mill wurde von Kennywood 1901 selbst gebaut. Das ist echt Wahnsinn. Vor allem ist die Strecke ordentlich lang. Auch ziemlich alt ist Noah's Ark von 1936. Hierbei handelt es sich um einen Walkthrough, bei dem man durch die Arche Noah läuft, die nicht nur von außen schaukelt. Der mit einigen Tier-Animatronics bestückte Rundgang wurde von Herbert Paul Schmeck gebaut, der zu PTC gehört. Kennywood gehört zwar zur spanischen Freizeitparkette Parques Reunidos und nicht zu Merlin, hat aber in seinem SimX iWorks 4D Theater einen Lego-Film laufen, der so auch zum Beispiel im Legoland Billund lief. Zu einem Freizeitpark gehören natürlich auch Wasserbahnen. Dort, wo einst der Aero Log Flume stand, ist jetzt eine Achterbahnbaustelle. Alternativ dazu gibt es seit 1995 Pittsburg Plunge. Der Shoot the Cute ist irgendwie mal anders, aber auch sehr hübsch dabei. Gebaut von Hopkins Rides ist die Bahn auch nur dafür da, die Leute nass zu machen. Bereits seit 1985 gibt es im Park noch einen anderen Nassmacher. Raging Rapids ist ein Intermin Rapid River, der leider ganztägig geschlossen war, als wir vor Ort waren. Auch 7 Achterbahnen gibt es in Kennywood. Die neueste Bahn im Park ist aus 2010 von Premier Rides. Der Skyrocket One ist ein LSM Launch Coaster, der optional auch mit VR gefahren werden kann. Leider sind uns die 3 Inversionen verwehrt geblieben, da der Launch defekt war. Die Coaster-Neuheit davor war 1999 Exterminator. Erstmal ist das Ganze eine Standard-Drehmaus von Reverchon. Das Besondere ist aber, dass die 420 Meter lange Anlage ein Indoor-Coaster ist.
In der Halle gibt es einzeln abgehangene Streckenabschnitte und ein paar wenige Effekte. Achterbahnen indoor mit einem Rattenthema versehen ist auf jeden Fall immer möglich. 1996 zog die kleine Kinderachterbahn Lil Phantom in den Park. Der Molly Coaster im Low Park Model wurde von Molina Sons gebaut. Die Bahn mit spannendem Schienenprofil ist übrigens auch für Erwachsene ohne Kinder. Wenn es einen Lil Phantom gibt, muss es ja auch einen großen geben. Seit 1991 heißt das hier Phantom's Revenge. Der Aerodynamics Hypercoaster hatte anfangs sogar noch 4 Inversionen. Diese wurden von 2000 bis 2001 entfernt und auch noch weitere Umbauten vorgenommen. Unter anderem wurde die Bahn von 3000 Fuß auf 3200 Fuß verlängert. Bis dahin hieß der Coaster noch Steel Phantom. Für die Umbaurache zeichnen sich insgesamt 5 Firmen verantwortlich. Unter anderem auch Chance, Morgan und Vekoma. Die zweite größere Abfahrt mit knapp 70 Meter in Richtung Holzgebälk des Woodies ist total verrückt. Trotz 137 km/h Spitze ist Phantom's Revenge total smooth und in den Lap-Bar-Zügen gibt es auch reichlich Airtime. Alles in allem eine Wahnsinnsbahn. Die nächste Bahn ist eine Ecke älter. Der Racer wurde von Cheryl Mach und John A. Miller gebaut und designt und eröffnete 1927. Die 1371 Meter lange Rennholzachterbahn ist ein Möbius-Coaster. Heißt, ihr kommt nach der Fahrt auf dem gegenüberliegenden Bahnhof wieder an. Das Rennfahren ist natürlich immer eine Gaudi für alle Gäste. Leider liegt der Sieg hier nicht an Beladung oder Seite, sondern am Zug. Für mehr Speed braucht man auf jeden Fall Donut People. 3 Jahre vorher eröffnete der Pippin Coaster. 1967 wurde die Holzachterbahn umgebaut und heißt seitdem Thunderbolt. Die 990 Meter lange historische Bahn ist zwar nur 21 Meter hoch, droppt aber durch die Einbettung im Gelände 27 Meter tief. Durch das Layout muss übrigens die kleinere bzw. leichtere Person in der Zweierreihe zuerst einsteigen. Das liegt daran, dass man nur Rechtskurven fährt, die gar nicht gebankt sind. Die Bahn macht wirklich tierisch Spaß. Die älteste noch fahrende Achterbahn in Kennywood ist Jack Rabbit. So wie auch Thunderbolt wurde der Woody von John A. Miller designt. Die Bahn fährt ohne Lift in den ersten Drop, hat coole Double Downs, Tunnel und diverse Lift-Hills. Auch hier ist durch das Gelände die Bahn nur 12 Meter hoch, aber hat eine 21 Meter Abfahrt. Auch hier gilt 650 Meter Spaß in einem der 3 Züge, die sogar ohne Bügel auskommen und man hat nur einen kleinen Gurt. Einfach klasse, diese unscheinbare Bahn. Wenn ihr nun auch nach Kennywood möchtet, dann ist euch das selbstverständlich mit dem Auto möglich. Wenn ihr direkt am Park parken möchtet, kostet euch das $7 und ihr fahrt auf Parking Lot B. Für $0 könnt ihr ca. 5 bis 10 Gehminuten vom Eingang oben auf einem Berg parken, im Parking Lot A. Zu der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist uns nichts bekannt. Möchtet ihr länger bleiben, so gibt es auf der Kennywood Homepage verschiedene Partnerhotels, die man so buchen kann oder sogar als Bundle mit dem Parkeintritt zusammen. Der Park ist grundsätzlich von Juli bis Dezember geöffnet, bis auf den Juli aber mit reichlich Off-Days. Also unbedingt vorher nachschauen, ob und wie der Park geöffnet ist. Die normale Öffnungszeit ist von 10:30 Uhr bis 10 Uhr abends. Der Gatepreis für einen Besuchstag liegt bei $48,99, wobei man online sogar noch $3 sparen kann. Kinder zahlen $26,99 online und am Gate $32,99. Was soll man abschließend zu Kennywood sagen? Die Lage des Parks und die Optik der Stahlstadt sind natürlich nicht jedermanns Sache. Aber die rostige und qualmende Industriekulisse und uralte Achterbahnen zusammen sind schon echt nice. Die vielen geschichtsträchtigen Attraktionen machen Kennywood zu was ganz Besonderem. Klar könnte man mehr Zeit und Aufwand in die Instandhaltung bzw. Optik stecken, aber da ist uns auch schon Schlimmeres begegnet. Wer nicht die große Thematisierung erwartet, bekommt hier viel für sein Geld geboten. Und eigentlich ist echt für jeden was dabei. Ein Besuch in Pittsburg sollte man auf jeden Fall bei einer US-Ostküstentour in Betracht ziehen. Make a new memory at Kennywood Park.